Ja. Adi? Was ist der denn jetzt? Wo ist denn Adi? Alles gut durch, nach hinten. Ja. Adi? Brauchen dich nochmal. Ist Schnee aufs Auto gefallen. Aber da sind nicht meine Schuld. Ja, grüß Gott, liebe Freunde aus dem verschneiten Bayern heute. Wir haben ja heute hier einen absoluten Traumtag, ein total irres Wetter. Es hat nur einen kleinen Nachteil, wir konnten damit nicht auf die Straße. Es ist gesalzen, schaut euch das mal an. Das ist eine märchenhafte Winterlandschaft, die wir heute Morgen hier haben. Das heißt, jetzt haben wir es mittags 11 Uhr, also es ist wirklich traumhaft. Ja, und was wir hier bekommen haben, das ist ein Auto, der ist auch genauso traumhaft. Das ist nämlich ein Mercedes 280S aus dem Baujahr 1970. Und das war zu der Zeit die kleinste S-Klasse, die gebaut wurde. Es ging los mit 280S, wie gesagt, Baureihe 108, dann 280 SE und dann gab es ein 280 SE 3,5 und dann gab es die ganz große Klasse 300 SEL, hieß das 3,5 oder 6,3. Das ist ein Mercedes 280S, der hat seinerzeit gekostet 16.800 D-Mark. Unser Auto hat gekostet mehr, der hat nämlich eine ganz gute Ausstattung. Der hat gekostet 21.500 Mark. Wir haben alles dabei, also alles, was seinerzeit wichtig war, ist dabei gewesen. Sämtliche Rechnungen, ich habe so einen Ordner, das kann ich euch gleich mal zeigen. Der Wagen hat an sehr vielen Stellen noch einen Originallack. Und das Tolle an dem Auto ist, er ist aus erster deutscher Hand, wir haben einen Pappdeckelbrief, hat jetzt original 110.000 Kilometer gelaufen. Und diese Farbe 904, die ist ziemlich selten bei dem Wagen. Und wie ich meine, eigentlich die schönste Farbe. Ich mache euch mal kurz die Tür auf. Da haben wir jetzt auch die Akte drin liegen. Da könnt ihr sehen, was das, diese wunderschönen originalen Sitze sind. Alle noch in einem ganz, ganz tollen Zustand. Schaut euch das mal an. Da hinten der Teppich ist auch im schönen Zustand. Auch das Holz, das originale Holz, wo das Bäckerradio Europa eingebucht ist, ist auch ein Extra gewesen. Also Zustand, Armaturenbrett, das schöne originale weiße Lenkrad, auch relativ selten. Viele hatten damals das schwarze Lenkrad. Also ich finde, das steht im Auto und ihr könnt das sehen, oben rechts Mittelautomatik. Auch das ist ein Extra gewesen bei dem Auto. Was er dann noch hat, das ist Colorglas, das kann man hier sehen. Dadurch wirkt der Wagen total edel. Und ich sage mal, es gibt nur sehr, sehr wenige wirklich originale und gute S-Klassen. Es ist ein deutsches Ersthandauto. Jetzt schaut mal, was ihr hier vorne sehen könnt, wenn man genau guckt. Das sind noch die Einfahrvorschriften von dem Wagen. Scheibe ist immer noch in diesem tollen Zustand. Hier unten zieht ein kleines bisschen Luft, das würde ich lassen. Hier vorne schaut man hier, Einfahrvorschriften von 1970. Darin sieht man, dass der Wagen in vielen Details original ist. Er hat seinerzeit Radkappen bekommen, konnte man auch schon Aluminiumfelgen wählen. Er hat die Radkappen und er ist mal, das muss man sagen, er hat mal einen Unfall gehabt, 1980 oder 81, hat einen Reifenplatzer gehabt, hat die Leitplanke touchiert. Das ist dann repariert worden für ein paar tausend Mark. Also man kann so sagen, es ist ein Unfallauto, aber naja, ihr seht, das ist also wirklich gut gemacht worden. Man sieht das auch an dem Chrom von dem Wagen. Der Wagen ist wirklich exzellent im Zuschauen. Ich gucke immer gerne hinten rein. Ich hoffe, dass das aufgeht. Nein, das geht es nicht auf, weil Cargold da drauf steht. Aber es ist ein schöner originaler 280S mit einer guten Ausstattung. Was er sogar hat, hinten sind die Kopfstützen. Das waren ja auch Extras seinerzeit. Das war nicht serienmäßig. Und wenn man sich so das Gesamtbild des Autos anguckt, ob das hier der Chrom ist, das sieht alles wirklich schön aus. Es ist wirklich ein ganz gepflegter Wagen. Ich mache euch da jetzt auch mal ganz kurz hinten die Türen auf. Also ist relativ selten. Und wir haben gerade heute Morgen einen Anruf gehabt, der haben wir noch den Film jetzt noch gar nicht gemacht. Der Wagen ist schon reserviert. Aber ich sag mal, schöne 280S sind selten. Schöne Autos der Baureihe 108, das ist hier so einer. Er hat nur Minimalmängelchen. Kleines bisschen vorne am Teppich, Kleinigkeit. Hier habe ich gerade gesehen, da ist leider aus irgendwelchen Gründen ist da ein Loch drin. Ja, na ist klar, hier Aschenbecher. Da hat man hinten einer gesessen und geraucht und aus Versehen da reingehalten. Gut, also das kann man Kunst reparieren. Aber ansonsten, wenn ihr hier mal guckt, schaut mal hier rein. In was für einem schönen Zustand das alles ist. Also das finde ich wirklich toll.
Auch das Holz hier ist nicht kaputt. Die haben ja hier innen an den Fenstern Holz gehabt. Schaut mal hier. Ist alles noch in einem herrlichen Zustand. Auch die ganzen Einkleidung der Fenster. Hier, das ist alles noch im guten Zustand. Hier ist es ein bisschen abgeribbelt. Das kann man reparieren, wenn man will. Aber ich persönlich würde das ehrlich gesagt so lassen. Ja, kurz mal zum Armaturenbrett. Also Paul kann hier vielleicht mal, hat er noch die schönen Ausstellfensterchen. Schaut mal, hier war total schön damals. Großes weißes Lenkrad, Kilometer-Tacho ging bis 240. Der Wagen lief echte 180 Stundenkilometer schnell. Hat eine 6-Zylinder-Maschine gehabt mit 140 PS. Und ich sag mal, es heißt Normverbrauch 12 Liter, aber ich würde schon mal sagen, also er verbraucht zwischen 10 und 16. Das muss man einfach sagen. Natürlich nur dann, wenn man ihn voll tritt, aber das macht man mit so einem Wagen ja nicht. Also wenn er den schön gemächlich fahrt und ihn weiter so pflegt, wie er bisher gepflegt wurde, immerhin, also 1970 bis heute, das sind 53 Jahre, man darf das nicht ganz vergessen. Und ich meine, für einen 53-jährigen Herrn, finde ich, hat er noch einen vorzüglichen Zustand. Er steht auch schön, also die ganze Chrom, es ist alles ein stimmiges Auto. Und ich habe jetzt hier mal die Akte und die möchte ich euch mal zeigen. Schaut mal hier, das ist der originale Kfz-Brief, ein Eintrag. Und ich habe das Auto jetzt vom Sohn des Vorbesitzers bekommen. Das ist ein deutscher Kfz-Brief, wo innen die ganzen Daten auch zu sehen sind. Ich zeige euch das gerne mal. Denn solche Briefe gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr. Sehen ja heute völlig anders aus. Schaut mal hier. Da ein Eintrag. Mülheim an der Ruhr. 27. April 1970 hat er Geburtstag. Und wie gesagt, der Eigentümer ist jetzt noch der gleiche. Es gibt dann zum Auto jede Menge Gutachten. Das Auto ist immer wieder begutachtet worden. Also man hat sich sehr gekümmert um den Wagen. Ich brauche das jetzt, glaube ich, gar nicht auseinanderzumachen. Aber man hat einfach sehen können, der war auch bis zum Schluss zugelassen. Also auch hier schönes Holz, tolle Teppichböden. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Zustandsnote die ihm geben, aber da könnte man ja mal reingucken. Ich finde, das ist ein richtig gutes Auto. Das schreibt Classic Data. Ja, das Gefummel dauert jetzt ein bisschen. Seite 2 oder so. Seite 2. Gucke ich mal nach. Zustand 2-, sagt man. Naja gut, das kann man machen. Wann ist denn das gewesen? Das ist gewesen 17. Also vor 5 Jahren. Ja. Gut, Preisvorstellung bei unserem Auto. Er kostet 34.900. Das ist Geld, selbstverständlich. Aber das finde ich ist ein toller Oldtimer-Einstieg für so ein Auto. Also ich meine, dass wir damit nicht teuer sind, vor allen Dingen deshalb nicht, weil es ja so einen Wagen in der Form, in der Qualität nur ganz, ganz selten gibt. Auch das Gesicht vorne, schaut mal bitte hier, der hat die originalen Nebellampen noch von damals. Wenn man sich die heute kaufen möchte, kosten die richtiges Geld. Er ist damals bestellt worden mit den Nebellampen. Er hat sie ja, das schöne Emaille-Schild vorne noch, das richtige. So hat Daimler-Benz seine Autos ausgeliefert, hat die Doppellampen. Die waren damals überwiegend serienmäßig. Man konnte damals wechseln, schon ab 1968, ob man die geraden, glatten Lampen haben wollte oder die US-Version. Viele haben dann sich für diese Version entschieden. Die gab es ja eigentlich nur für einen 6.3, war nur für einen 6.3 vorbehalten, aber wie gesagt, die meisten Leute haben das dann so gemacht. Ja, schaut mal hier, das ist die Originalbestellung 1970. Hat er gekostet 21.340 Mark und hatte viel. Hatte eine Servolenkung, Nebelschussleuchte, Radioantenne mechanisch, Halogenlampen, Kopfstütze vorn rechts, Stoff, weitere Sonderausstattung, Kfz-Brief, ja klar, der war auch dabei. Hier, ein Serienpreis 16.250, also bis 21.000. Der hat sich damals für 5.000 D-Mark Rechnungen bestellt und hatte halt eben Sonderlackierung dunkelblau. War damals so Sonderlackierung, kostete auch viel Geld. Das ist original bei Mercedes gewesen. Da ist die Bestellung, ach hier steht das ja nochmal nicht. Wärmedämmendes Glas, 140 Mark, 4 Kopfstützen, 240 Mark, Antenne mechanisch 40 Mark, Gepäcknetze 27, Lenkrad weiß, das war dabei, Halogen 115 Mark, Servolenkung 500. Also er ist gut ausgestattet. 1970 musste man das alles noch extra bestellen und auch extra bezahlen. So, und hier ist dann die gesamte Geschichte, also was diesen Wagen angeht, Kraftfahrzeug, Steuerbescheid, ich habe sogar gesehen, hier Oberstadtdirektor, Überschreitung der Parkzeit, hat Geld gekostet, 5 Mark. Also er hat wirklich alles dokumentiert, abgeheftet. Ist ja mal sowas, ist schön, wenn man sowas hat. Das ist eine sehr, sehr dicke Akte. Zu einem verhältnismäßig einfachen Auto, aber immerhin eine S-Klasse.
Auto ist toll dokumentiert, da ist dann auch der Unfall dokumentiert, wo das gemacht wurde, wo er da den Reifenplatzer hatte, hier Unfallschaden an ihrem Wagen. Das ist dann 1980 übrigens gewesen. Also alles dokumentiert, das war auch ziemlich teuer. Steht auch drin, guck mal hier, 4.300 hat das gekostet. Ja, und dann ist das Auto vor circa 9 Jahren nochmal revidiert worden. Ich denke, das ist auch in der Technik viel gemacht worden. Also man hat das Auto praktisch, sagen wir mal, grundsaniert. Also nicht voll restauriert, man hat ihn grundsaniert. Das sind ja immer Dinge, die mal älter waren. Damals wollte der heutige Besitzer, das Auto seines Vaters gewesen, den Wagen einfach nicht verkaufen. Gesagt, nee, den behalte ich und dann lasse ich jetzt nochmal alles machen. Er war auch immer zugelassen. Und das haben wir auch gemerkt. Ich bin ihn ja noch bei trockenen Straßen gefahren, um mal zu gucken. Der fährt sehr schön, der schaltet sehr schön, der bremst gut, der hat ja 4 Scheibenbremsen und er ist insgesamt wirklich in einem schönen Zustand. So, wie sitze ich in der S-Klasse? Platz ist genug, wenn man hinten in der S-Klasse sitzt. Schön auch mit den Kopfstützen. Auch vorne hat er Kopfstützen, sehr, sehr schön. Hat Gepäcknetze hier hinten, das ist auch ein Extra gewesen. Und schaut euch mal hier die originale Teppichware an. Das ist die echte 280 S-Schlinge aus der Zeit. Und was dem Wagen einfach steht, das ist, dass er außen und innen die gleiche Farbe hat. Außen dunkelblau, innen dunkelblau und dann noch Colorglas. Also dadurch sieht das Auto richtig schick aus, wie ich meine. Dann noch das weiße Lenkrad. Viele haben ja damals das schwarze Lenkrad gehabt. Ich finde, das sieht total toll aus. Und vielleicht setzt sich Paul auch mal hinten rein. Da kann man nämlich vorne mal aufs Armaturenbrett gucken. Alles gepflegt. Also da hat er keine Pickel, keinen Rost. Das Auto ist immer in einer ganz sauberen Hand gewesen. Das kann man sehr gut erkennen, wenn man hier hinten sitzt. Es ist alles so, wie es gehört. Auch das Holz ist nicht irgendwie vergilbt oder dass da Farbe abgeht oder dass es verkratzt ist. Es kommt ja bei alten Autos auch mal vor. Also der ist innen wirklich hervorragend gepflegt. Auch der Dachhimmel hier oben. Das ist der originale Dachhimmel von damals. Der hat nicht eine Beschädigung. Das waren die Haltegriffe. Hier kommt man dann seine Jacken ranhängen. Also ich sag mal, schöner Zustand. Damals noch hier so zum Auf- und Zumachen. Damals gab es noch die Knöpfe. Kann ich mich an meine Jugend erinnern. Tja, das war damals Mercedes. Und das war damals die S-Klasse von Mercedes. Er hat übrigens einen Steinschlag, sehe ich gerade da vorne in der Scheibe. Da fällt mir gerade auf, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Aber gut, das kommt vor. Da muss man mal zum Glasdoktor und der bringt das dann auch wieder in Ordnung. Und was er übrigens noch hat, er hat Gurte vorne. Also damals sind die Autos zu der Zeit noch oft ohne Gurte ausgeliefert worden. Er hat welche. Muss nicht gemacht werden. Ja, also das ist unsere S-Klasse von 1970. Ich will kurz mal reingucken. Ich habe immer so einen kleinen Spickzettel, ob ich da an alles gedacht habe. Nein, 2013 wurden also größere Arbeiten zur Rostentfernung und Konservierung durchgeführt. Das ist wichtig bei so einem Wagen. Weil so, ich sag mal so aus der Zeit 1960 bis 1970 waren die Autos nicht optimal konserviert. Da musste man entweder nie im Winter gefahren sein oder man muss es wirklich gut machen. Und das ist hier gemacht worden. Da gibt es auch Rechnungen drüber. Das von dem Unfall habe ich euch erzählt. Ja, er braucht 12 Sekunden von 0 bis 100. Er verbraucht ca. 10 bis 16 Liter, habe ich euch gesagt. Ja, was ich noch vergessen habe. Auto ist in einer Stückzahl von 93.000 Autos gebaut worden. Und das ist hier die Vergaser-Version. Es gab eben auch den 280 SE. Das war dann der Einspritzer, da gab es 91.000 Autos von. Also gemessen an den heutigen Bauzahlen ist das relativ wenig immer noch. Und es sind ja sehr, sehr viele wirklich also voll im Einsatz gewesen. Und das sind Autos, die ja einfach heute gar nicht mehr existent sind. Also wirklich viele gute gibt es nicht vom 280S oder SE. Und ich meine, es ist eine ziemlich einmalige Chance, einen sehr schönen, authentischen, originalen Mercedes, einen S-Klasse Mercedes aus erster Hand zu kaufen, aus den 70er Jahren. So, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ich steige jetzt mal wieder aus. Ich zeige euch jetzt mal vorne, wie der Motor aussieht. Der Motor, da hatte ich kürzlich schon mal reingeguckt. Der ist konserviert. Die haben damals mit Wachs das alles konserviert. Das ist ja auch, und das sieht vielleicht ein bisschen schmutzig aus, ist es aber nicht. Na, wir wollten da jetzt nicht die riesen Motorwäsche machen. Das kann ja, wenn einer möchte, das danach noch machen. Schaut mal hier. Das ist die originale 280S Maschine. Da sehe ich, da hat unser Mann versucht, das abzukriegen. Na, normalerweise muss man da eine richtige Motorwäsche machen. Dann ist das auch wieder sauber. Und unten drunter sitzen 2 Vergaser, das kann man von hier vielleicht sehen. Hat eine 2-Vergaseranlage, die 140 PS am Ende leisten. Hat eine 6-Zylinder-Maschine. Beim 250er Mercedes aus dem Strich 8 war das ein Einvergaser-Motor. Ja, und es ist ein gepflegtes Auto, was immer in Wartung war. Man sieht das einfach auch. Man sieht es am Chrom. Die ganze Erscheinung von dem Auto ist einfach wirklich schön. Soll ich zumachen?
So. Wamm. Ja, 2.8 CS Motorhaube hat eben auch einen Klang. Ich finde ein wunderschönes Auto, hat man selten so in dieser Konstellation. Und steht jetzt hier bei uns im Beuerbach, ist aber wohlgemerkt schon reserviert, aber das heißt erstmal nichts. Steht hier bei uns und wenn das Wetter wieder ein bisschen besser, normalerweise wären wir den ja auch gefahren, aber bei Salz mache ich das nicht mit zum Auto. Deswegen sind wir hier nur auf dem Grundstück gerollt und wir streuen kein Salz. Ja, das war, denke ich mal, letzter Film vor Weihnachten des Jahres 2022. Ich hoffe, dieses Jahr hat euch Spaß gemacht. Wir hatten tolle Zahlen, aber wir haben auch ein paar Tiefschläge leider einstecken, auch persönlicher Art. Ihr wisst ja, dass wir einen Kollegen verloren haben, Andy Weißenseel. Das war bitter für uns dieses Jahr. Ich möchte also in dem Zusammenhang nochmal an ihn erinnern und wünsche euch aber frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr, vergesst das Thema Oldtimer nicht. Was ich jetzt alles so gehört habe, was sich so entwickelt in der Technik, in der Entwicklung mit grünem Wasserstoff und so weiter, das wird uns erhalten bleiben. Könnt ihr 100% sicher sein. Und wir werden auch was entwickeln, um das weiter zu unterstützen. Also, ich wünsche euch schöne Weihnachten, alles Gute, feiert schön, bleibt gesund. Und im Januar sehen wir uns wieder. Euer Stefan Luftschütze und tschüss. Ciao, ciao.